Hallo und herzlich willkommen zu Final Fantasy XII. Ich lasse euch das hier noch mal ein bisschen bewundern, bevor ich das neue Spiel starte. Hübsch wie es ist. So. Sieht gut aus, oder? Ich find's toll. So. Bevor das ganze Video nur aus diesem Vorgeblänke hier besteht, drücke ich mal lieber neues Spiel. Mal gucken. Vibrationsfunktion an. Bildvibration aus und der Titel an. 4:3 Flimmerflicker. Lass mal auch mal an. Stereo auch. Bildposition sieht super aus. Okay. Spielbeginn. Im Jahre 704 alter valendanischer Zeitrechnung des Königreichs Damaska, Hauptstadt Rabanastra. In the name of the Father, and in the presence of these holy relics, I hereby pronounce you man and wife from this time forth. May the blessings of the gods light your path for all eternity. Farewell. If, following this, Arcadia should launch an attack by both land and air, our kingdom will stand little... Nabudis has fallen. Impossible! My father? I know not. I am sorry. If Nabudis has indeed fallen, it is only a matter of time before they reach the borders of Dalmasca. There is nothing to halt their advance. Secure Nalbina with all haste. I will go. And I will go at his side. Galtea, stand watch over your life. That I be considered worthy.
fortress is lost! We must withdraw! No! The paling still stands! Shield beyond sight, ne'er failing light. The paling's fallen! Then it's over! For my father. For my father! Lord Wrestler! Blessings of the Great Father descend, and guide your bodies return to the earth. Great Father, guide your spirits return to the Mother of all. There you shall find peace. Pharaoh. The death of Lord Rasla Heos Nabradia was but one of many tragedies to befall the kingdom of Dalmasca. The air of hope that had surrounded Her Royal Highness Princess Asha's wedding was now quite lost. Dalmasca had been set adrift at the mercy of history's restless tides. At this time, two great empires struggled for dominion over Ivalice. Arcadia in the east, Rosaria the west. The invasion of the Kingdom of Nabradia was Arcadia's first step in its westward march. With Lord Rasla's beloved homeland consumed by the hellfires of war, it seemed clear that Arcadia would soon mete out a like fate to Dalmasca. The fall of the fortress at Nalbina told the destruction of the greater part of Dalmasca's forces. A counterattack was mounted by the order of the Knights of Dalmasca, ever brave and faithful. But against the martial might of the Arcadian armies, they stood little chance of victory. Indeed, their defeat was to be absolute. Soon thereafter, Arcadia came forward, offering terms of peace, or, as one might rather put it, terms of Dalmasca's surrender. Lord Ramenos, King of Dalmasca, and my dear friend, had no choice but to accept these terms. It was, thus, only with reluctance that he set out for Nalbina Fortress, now under Arcadian occupation, to affix his seal to the Emperor's Treaty of Peace. The king had scarce departed his royal city of Rabanasta when the remnants of the Order made their return, and not a moment too soon, for a terrible revelation awaited them. The treaty would be signed with steel and writ in royal blood. Okay, dann kann's ja jetzt mal losgehen.
You there? Can you hear me? Klar. It's as I feared. They're slowing us down. Do not say that. Not all of us are here for love of battle. He fights to defend his homeland. Your name? Rex, sir. My name's Rex. Good. Rex. You bore a few cuts, but you are still whole. Well, can you stand? Die Neubiner Festung. Think you can fight? I'm fine, sir. How old are you, Rex? 17, sir. Young. Family? My brother is all I have left, sir. He's 2 years younger than I, living in Rabanastre. So young. You're barely old enough to be a man. You shouldn't be forced to wield a sword. No, sir. I want to fight. For my homeland. And for my parents. It's time, Bosch. Save the discussion for later. We must reach the king before they act, or all our efforts will be in vain. I'm aware of the situation. We found them! Over there! Bossel, go ahead. I will handle this rabble. Godspeed. Sie haben es immerhin versucht. Steady, Rex. Keep your wits about you and you'll make it. We move! So, los geht's mit dem Tutorial. Rex, behalte stets deine Umgebung im Auge. Schau dich mit dem rechten Analogstick um. Sondiere das Umfeld nach imperialen Soldaten. Verliere keine Zeit. Bjum, das funktioniert. Benutze den linken Analogstick, um dich fortzubewegen. Rex, du kannst sowohl gehen als auch laufen. Du beherrschst die Fortbewegung, dann komm zu mir. Oh Mann. Tutorial-Level sind immer so lustig. Ja, mitten im Krieg. Ist schon mal ein sehr interessanter Anfang. Finde ich. Muss ja nicht immer gleich die Einleitung des Weltuntergangs sein. So. Siehst du das Symbol über meinem Haupt? Das ist ein Gesprächs-Icon. Es zeigt an, welche Charaktere angesprochen werden können. Um jemanden anzusprechen, halte ich ihm und drücke X. Nun sprich deinen Kameraden am Tor an. Na gut. So spricht der hier. Ein bisschen dran gewöhnen. Du darfst dein Leben nicht wegwerfen, Rex. Tu, was in deiner Macht steht, aber stürze dich nicht tollkühn in hoffnungslose Kämpfe. Schließlich musst du deinem Bruder berichten, wie du unser Vaterland vor dem Untergang gerettet hast. Vertraue den Worten des Hauptmanns. Die Festung harret unser. Schnell, durch dieses Tor. Eile ist geboten. Okay. Siehst du das Symbol über deinem Haupt? Ein sogenanntes Signal-Icon. Dieses erscheint in der Nähe von Türen, Schaltern oder auch Items. Um herauszufinden, auf was das Signal-Icon aufmerksam macht, tritt näher ran, bis sich das Icon verändert und drücke X. Nun öffne das Tor. Zack. Hättest du auch hinbekommen, Barschmensch. Es ist soweit. Wir werden die Imperialen, die die Festung besetzt, zurückdrängen. Wir müssen Damaska befreien. Konzentriere dich auf die vorderen Angreifer, Rex. Ich halte dir den Rücken frei. Okay. Nett. Jetzt lerne ich noch, wie ich kämpfen kann. Öffne das Menü mit Dreieck. Das Menü beinhaltet Informationen über deinen Gesundheitszustand oder gibt Auskunft über dein Inventar. Okay. Und da ist ein einsamer Soldat. Die Visierlinie des Gegners. Verteidige dich mit blank gezogener Waffe. Die Visierlinie des Gegners ist rot, deine eigene Visierlinie ist blau, eine rote Visierlinie
Bedeutet, der Feind ist in der Nähe. Ist kein Gegner in Sicht, benutze den rechten Analogstick, um dich umzusehen. Hast du dein Ziel gefunden, wechsle mit X in das Kampfmenü. Mit Angriff kannst du einen Gegner anvisieren und ihn angreifen, wenn du dich mit dem linken Analogstick näherst. Der Angriff erfolgt automatisch, bis der Gegner niedergestreckt ist. Ziele können geändert, Handlungen widerrufen werden. Bei TP-Verlust wird mit X das Kampfmenü aufgerufen, um ein mitgeführtes Item zu benutzen. Verwende zum Beispiel eine Potion. Nach Benutzung des Items wird automatisch die vorangegangene Handlung wieder aufgenommen. Der erteilte Befehl muss nicht wiederholt werden. Nun kämpfe Rex. Ist schon cool, dass er einfach automatisch weiter angreift. Oh, ich krieg Unterstützung. Boah. Schon ein kleiner Unterschied. Da ist nix. Captain? Hey, der Tutorial-Boss. Ein Lemora. Ein Ein-Personen-Flugschiff. Ist das, glaube ich. Oh Mann. Ist jetzt nicht besonders spannend, muss ich sagen. Hey, die Leiste war doch noch gar nicht unten. Ach so. Bosch will angeben. You've laid to retire. Well fought. My thanks, Antlion. Tonberry disengaging. Wunderbar. Noch ein paar Schwertkämpfer. Kloppt alle Barsch nieder. Yep. Nix hinterlassen, wie schade. So, weiter geht's. Das hier ist übrigens wirklich nur so ein Tutorial. Später wird's cooler, also finde ich. Rex, die Gänge dieser Festung gleichen einem Irrgarten. Die Navigationskarte rechts oben im Bildschirm wird dich davor bewahren, die Orientierung zu verlieren. Solltest du dich dennoch einmal verirrt haben, wirf einen Blick auf deine Landkarte, die wir dir gaben, als wir in die Schlacht gezogen. Mit Select erhältst du Einsicht. Kann man ja mal machen, ne? Ach, so schön gezeichnet. Kann auch ein bisschen. Naja, wirklich zoomen kann man nicht. Naja. So, hier geht's in den nächsten Abschnitt. Vossler! Where are you? What if Captain Azulis has fallen? Don't talk such nonsense. Vossler's laughed in the face of death far too many times for him to stop now. Men like him don't die in places like this. We must make haste to reach the king. We will take him to safety. Is His Majesty unharmed? He'll agree to an unconditional surrender. They wouldn't dare touch him until the wax on his seal is dry. But if we arrive after he signed the treaty... Wait.
Quickly, Rex. Ich sehe nix. Ach, da vorne. Nicht immer muss mit Waffengewalt eine Schneise in feindliche Reihen geschlagen werden. Oft ist Rückzug die weisere Entscheidung. Heute in Notlagen R2 gedrückt, um zu fliehen. Ah, das ist praktisch. Sein Heim der Flucht zu suchen ist keine Schande. Bisweilen sind taktische Rückzüge vonnöten. Ja, kann man machen. Ah, zeigt das sogar an. Ich kann auch mal hier den Schatz aufmachen. Eine Portion halten. Muss hier alles entdecken und anschauen. Aber eigentlich ist es egal. Soll ja den König retten, ne? Ich glaube, hier gibt's auch noch nichts Spannendes. So. Ah! Das ist ein Speicherkristall. In seiner Nähe kannst du bisherigen Geschehnisse mit X festhalten. Außerdem regeneriert der Kristall vollständig TP und MP. Ah, das ist schön. Indem du dich fortbewegst, werden die MP geheilt, wofür jedoch weitere Strecken zurückgelegt werden müssen. Nutze die heilende Kraft des Kristalls, wenn du einen erblickst. Noch vieles musst du lernen. Die Schlachtfelder, auf denen du dich zu bewähren hast, werden eine harte Schule sein. Wir müssen weiter. Es gilt, seine Majestät zu finden, solange noch Zeit ist. Okay. Dann benutzen wir mal diesen tollen Speicherkristall. So, mal gucken, ob ich hier noch Platz habe. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen viel. So. Speicherdatei erstellen. Ich liebe es halt zu speichern. Kann ich einfach. Komme ich aber nicht drum herum. So, 22 Minuten gespielt und noch nichts erlebt so von, ja. Außer eine hübsche Intro-Sequenz gesehen. Mit Krieg und allem. So, ich mache jetzt hier schon mal die Pause. Weil ich nicht weiß, wie es dann später aussieht. Deswegen sage ich Tschüss und bis gleich.